Hallo, zurück. Ja, Christine ist immer zu spät, aber das Gute ist, ich kann euch jetzt schon mal erzählen, wo es heute hingeht. Und zwar geht es zu einem ganz, ganz tollen Ort, zu einem Katzenshelter mit 200 Katzen. Wir sind dort damals da drauf gestoßen über Bekannte, die wir kennengelernt haben und die eben auch zu diesem Team gehören und die Katzen tagtäglich versorgen, ja. Und wir hatten sie besucht und haben uns dann gedacht, ja, wir wollen uns das mal anschauen. Und wir waren so tief beeindruckt von der Arbeit, mit welchen wenigen Mitteln auch die Katzen versorgen und mit welchem Herzblut. Das ist einfach wunderbar. Und dann haben wir uns gedacht, da müssen wir echt was machen. Da wollen wir gerne ein Video drüber machen. Und jetzt geht's los. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr das Video anschaut. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Ja, spendet fleißig. Jetzt erstmal viel Spaß beim Schauen. So, jetzt geht's los. Wir sind ganz gespannt und freuen uns. Ja, also ich bin Corinna und ich habe einen Hänger. Ja, ich bin Corinna, die Crazy Cat Lady von der Algarve. Und wir befinden uns hier in meinem Tierheim, wenn man das so nennen kann, mit 200 Tieren, für die wir die Verantwortung haben, um die wir uns kümmern. Und es war irgendwie so vorhergestimmt, dass ich diesen Weg einschlage, denn ich habe mit 14 schon gesagt, dass ich irgendwann mitten im Wald nur mit Tieren lebe. Und es ist irgendwie, als wenn das wirklich mein vorbestimmter Lebensweg gewesen wäre, weil es kam dann wie ein Zahnrad und fügte sich alles auch in diese Richtung, dass ich das hier alles irgendwo bauen, gründen konnte. Und ja, ich bin einer der wenigen Menschen auf der Welt, der sagen kann, ich lebe meinen Traum. Erzähl uns deine Geschichte. Wie hat alles begonnen? Ich bin jetzt am 20. Juli 23 Jahre in der Algarve und ich habe mich immer mehr zu Hause hier gefühlt als in Deutschland. Also irgendwo muss ich da im falschen Land geboren sein und habe immer irgendwo schon gesagt, irgendwann gehe ich mal ganz darunter. Und nach einigen Gesprächen hier dann, was jobmäßig machbar ist, nach einigen Aufenthalten, dann bin ich im Juli 2001 dann mit meinem Papa und meiner Katze, eine Katze gab es damals, okay. Mit der Sissi hier runtergekommen und ja, das hat sich dann eigentlich sehr schnell verdreifacht, vervierfacht. Du kommst hier hin und du siehst natürlich dieses Elend auf den Straßen. Überall laufen Katzen rum, alle haben so Hunger, alle sehen ziemlich dünn aus und dann hast du eine 6-7 Kilo Katze zu Hause, wo du denkst, oh mein Gott. Naja, und dann hast du eigentlich dann immer Katzenfutter im Auto, ein Wasserkanister und wenn du sie siehst, hältst du an, fängst an zu füttern und die sprechen miteinander. Die unterhalten sich und dann heißt es dann, hey, wenn du da und da mal vorbeikommst, da ist so eine Frau und die hält da an, die kommt mit Essen auf Rädern. Und ja, und auf einmal hast du dann kolonienweise, weil die Katzen sprechen sich definitiv ab und dann sind es noch mehr und noch mehr und noch mehr. Naja gut, aber wir mussten natürlich irgendwo gucken, dass man dieser ganzen Geburtenrate mal Einhalt gibt. Und so fing das dann irgendwann dann an, dass ich mit ein paar Leuten gesprochen hatte. Die haben dann gesponsert und dann habe ich einen Tierarzt entdeckt, damals in der Nähe von Lagos. Die machte das war auch eine Deutsche und die machte das zu relativ guten Preisen. Und dann bin ich also teilweise dann morgens ganz früh mit 8, 9 Katzen, die ich im Auto hatte, dann nach Lagos gefahren, habe die Katzen da abgegeben und habe sie dann irgendwann spät abends wieder abgeholt, weil sie dann alle sterilisiert waren. Aber es hat sich von der Preiszahl der einzelnen Katze immer noch gelohnt, diese Wegstrecke auf sich zu nehmen, zweimal, weil wenn du zu normalen Tierärzten gegangen bist, das waren horrende Preise, die natürlich für Straßenkatzen einfach nicht relevant dann waren.
Und haben denn damals die Katzen auch schon bei dir gewohnt? Also meine Sissi, klar, die hat bei mir gewohnt und ich hatte innerhalb von kürzester Zeit eigentlich, dadurch, dass ich in einem Hotel gearbeitet habe, wo man dann auch Katzen im Hotelgarten hatte, die das ganz schnell raus hatten, dass ich da irgendwie so eine Bekloppte war, die dann immer Futter dabei hatte. Die reagierten auf Pfiff. Ich bin also immer eine halbe bis Stunde vorher vor meinem eigentlichen Dienst dahin gefahren und kam dann um den Poolbereich rum, wo dann die ganzen Touristen lagen und dann brauchte ich nur machen und dann kamen aus allen Ecken und Enden kamen die Katzen angeschossen. Und mit denen bin ich dann in so eine ganz hintere Ecke gegangen und da hatten sie ihren Futterplatz und da haben sie dann gegessen. Aber das war damals schon, ich hatte unheimlich viele Leute, die mich dann natürlich darauf angesprochen haben, die mir dann auch Unterstützung geleistet haben mit Katzenfutter oder mit Geld. Ja, und es war eben, es ist ein Selbstläufer gewesen. Wenn du da einmal anfängst und einmal drin bist, du kommst irgendwo nicht mehr raus. Ne? Naja, und dann bin ich da von dem Hotel weg und habe dann einige von den Kätzchen da mitgenommen, weil nach mir hatte sich ja keiner mehr drum gekümmert, also habe ich die dann gehabt. Dann waren es dann irgendwann 5, 6 und naja, okay. Das, wo ich jetzt hier bin, das ist jetzt das Tierheim der Tierschutzorganisation Cavoero Cat Charity. Da habe ich natürlich nicht von Anfang an gewohnt. Ich war beim Nachbarn nebenan, hatte da ein kleines Holzhäuschen, in dem ich gewohnt hatte und habe zeitgleich dann die Männer betreut, sauber gemacht, habe Touristen, die sie empfangen hatte. Also die habe ich empfangen und habe denen eben über ihre Zeit dann mit Rat und Tat zur Seite gestanden. So, und dann hatte ich irgendwann da drüben, ich glaube 13, 14 Katzen und das war dann ein bisschen viel. Und dieses Nachbargelände hier, das hat immer leer gestanden. Hier hat nie jemand gewohnt. Und da habe ich dann einfach mit dem Hausbesitzer damals gesprochen, wie das aussieht, ob ich hier rüberziehen könnte. Weil dann war ich immer noch in der Nähe von dem Haus, was ich betreute. Es war im Grunde keine Veränderung, aber ich konnte natürlich mit den ganzen Katzen hier rüber. Ja, und das ist dann im Laufe dieser mittlerweile 11 Jahre, die Tierschutzvereinigung oder der Verein hier besteht, hochgegangen zu, mittlerweile haben wir 197 im Moment aktuell. Wir hatten weitaus mehr. Und dann haben wir 2016 die Katzenseuche auf dem Gelände gehabt, die uns dann in einem Monat 80 Katzen getötet hat. Die Situation damals war, wir waren natürlich finanziell nicht so gestellt, dass wir jedes Tier haben impfen können, wo wir heute extrem darauf achten, weil ich möchte kein Déjà-vu von diesem August 2016 haben. Und es kommt jetzt kein ungeimpftes Tier mehr hier rein. Denn diese Tiere damals waren alle ungeimpft. Und okay, es gibt Impfgegner hin und her und tralala. Ich habe die Erfahrung gemacht, seitdem wir die Katzen impfen, kommen mit solchen Geschichten alle wunderbar zurecht. Ich habe keine Todesfälle mehr. Und weil das ist ein Virus, der ist in der Luft, der kann immer wieder auftauchen. Aber die Tiere sind jetzt eben protected. Ja. So, und das ist ganz, ganz wichtig, weil es war ein ganz, ganz furchtbarer Monat für mich. Ich habe hier gelebt, ich habe die kranken Tiere betreut, hatte Quarantäne für den unteren Bereich, wo die großen Häuser sind, um den Virus nicht nach unten zu schleppen und konnte im Grunde hier täglich tote Tiere aus den Häusern rausholen. Und das ist eine Situation, die dir Angst macht, morgens aufzustehen, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. Und das ist nicht schön. Wie schaffst du es, die 197 Katzen zu versorgen? Ja, gut. Also in erster Linie mal, das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe eine wunderbare Gruppe von freiwilligen Helfern. Wir sind, das haben wir jetzt vor ein paar Wochen mal ausgetüftelt, wir sind 12 Nationalitäten, die sich hier treffen. Alle unter dem gleichen Fokus, die Tiere. Und wir haben in unserem Volunteer-Chat, den wir auf WhatsApp haben, knapp 50 Leute.
was wahnsinnig ist, weil wo du hinhörst, jeder ist immer dran von ihm, wir haben keine Helfer, wir haben keine Helfer. Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich wirklich hier tolle Helfer habe, die alle auch immer Gewehr bei Fuß stehen. Und das ist wahnsinnig toll für mich, eine unheimliche Erleichterung, weil ich kenne auch die anderen Zeiten, wo ich hier definitiv nur alleine oder mit ein, zwei rumgekrebst habe und dann bist du den ganzen Tag beschäftigt und irgendwann weißt du auch nicht mehr, warum tust du es eigentlich, ne? Weil einfach zu viel. Jetzt ist es so, dass ich sogar, dadurch, dass wir jetzt so viele Helfer haben, ab und zu mal einen freien Tag haben kann, was ja auch nicht über Jahre nicht der Fall gewesen ist. Gerade noch, wo ich hier gewohnt habe auf dem Grundstück, da bist du wirklich 24/7. Du hörst nachts irgendwas und du bist sofort mit der Taschenlampe raus und du hast geguckt und hast gemacht und getan. Du schaltest nie ab. Und wie sieht denn so ein typischer Tag aus? Naja gut, ich stehe um 7:30 auf, mache mich fertig, esse ein Müsli, was mir mein Mann als Obligation aufgelegt hat, dass ich nicht mehr ohne was im Magen aus dem Haus gehe. Also das Müsli muss sein und dann habe ich Gott sei Dank nur 3 Minuten von da, wo ich wohne, bis nach hier. Also es ist dann meistens noch keiner da. Gut, jetzt im Moment ist der Sommer da, die Hitze da brauchst du natürlich nichts machen, aber nichts an Aufdecken. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Winter- oder kühle Tage hast, dann sind die ganzen Häuser geschlossen mit Awnings, also mit Markisen. Dann fange ich also dann schon mal an und mache alles hoch für den Tag, dass man, wenn die Helfer kommen, direkt anfangen kann und dann nicht noch wieder Zeit damit verlieren muss. So, und dann schaue ich einfach mal so rund, wo was anfällt. Wir sind aufgeteilt, eigentlich immer so in Sektionen, weil wir haben den unteren Bereich des Shelters, wo große Häuser sind, wo wir meistens so 4, 5 Leute haben. Und dann haben wir hier den oberen Bereich, wo kleine Häuser sind. Und das haben wir jetzt so gemacht, dass wir hier die jüngeren Leute halten. Weil ich habe das eine ganze Zeit gemacht, viele Jahre gemacht. Aber ich werde auch nicht jünger. Und es ist für mich natürlich auch eine Erleichterung, wenn ich dann weiß, ich muss nicht mehr auf allen Vieren in die Häuser robben, um da Katzenklos sauber zu machen, Boden zu kehren und. So, das heißt also, der obere Bereich hier ist abgedeckt von den jüngeren Damen. Ja, ich bin hauptsächlich immer für die Krankenstation zuständig, das ist mein Part. Und dann bin ich eigentlich einsetzbar, wo halt gerade Not am Mann ist. Wenn unten einer fehlt, mache ich unten mit, wenn hier oben einer fehlt, mache ich oben mit, wie es geht. So, und dann habe ich natürlich auch zwischendurch so ein bisschen logistische Sachen zu gucken, ist noch alles da, muss was eingekauft werden und. Ist jetzt auch schön, dass ich dann, wenn ich so viele Helfer hier habe, auch schon mal sagen kann, pass auf, ich bin mit meiner Sache durch, ich hau schon mal ab zum Einkaufen, dass ich das nicht dann nach dem ganzen Shelter Nachmittag dann noch dahinter hängen muss und dass ich dann eventuell auch bei 1, 2 Uhr fertig bin. So, und dann hätten wir eigentlich einen Break am Nachmittag, es sei denn, es haben sich dann Leute angemeldet, die den Shelter besichtigen wollen oder Leute, die für eine Adoption kommen möchten. Das sind dann natürlich auch wieder Sachen, die ich mache. So, und dann haben wir dann natürlich noch die Abendschicht, weil wir haben Katzen hier, die brauchen 2-mal am Tag Medizin. Wir haben einen Diabetikerkater hier, der braucht Insulin morgens und abends. Das heißt, es ist nicht mit mittags getan. Nein, abends musst du dann eben noch mal her. Das ist jetzt aber durch die Vielzahl an Leuten, die wir im Moment haben, auch so, dass ich da nicht mehr jeden Tag am Abend mache, sondern ich habe meine 3 Abende. Martin und Aline haben ihre 3 Abende und am Wochenende kommt die Sam mit ihrem Mann und macht das am Sonntag, dass das auch so ein bisschen aufgeteilt ist. Ja, und das ist dann so ein ganz normaler Tag. Und dann fahre ich nach Hause. Ja, und da wartet dann mein Mann auf mich, der das alles mitmacht, der mich aber auch schon aus der Zeit hier in der Organisation schon kennt. Der ist also schon sehr, sehr lange mit dabei. Und der wusste, was er sich da für ein Paket angedacht hat. Hast du denn auch noch Katzen zu Hause? 5 Stück. Jawohl, ohne Katze geht gar nicht. Ja. Genau, und es gibt hier aber auch noch andere Tiere, oder? Ja, wir haben noch 3 Pferde, wir haben 3 Hunde,
2 Hühner und von Zeit zu Zeit eine Möwe, ein Igel und was alles so anfällt. Das wird aber dann abgegeben an einen spezifischen Platz in Oljau. Und wie oft hast du so Einsätze, dass dich jemand ruft, Notfall, wir haben Babykatzen gefunden oder eine verletzte Katze? Wie oft passiert das? Naja, ich sag mal so 3-4 Mal die Woche. Schon. Gerade jetzt zur Zeit, wo die Babys jetzt natürlich da sind. Ne? Du hast natürlich Phasen, wo die alle dann in dem Alter sind, da sind sie dann halt nicht mehr Babys. Aber ich sage jetzt mal, die Frühjahrskatzen, die alle so im März, April schlüpfen, sagen wir es mal so, die sind jetzt natürlich in einem Alter, dass sie eben über die Straße anfangen zu laufen und dann kriegst du halt die Anrufe und das ist natürlich dann im Herbst nochmal so, wenn die im September geboren werden, dass du das Ganze dann auch Ende Oktober, November nochmal hast. Ja, und ansonsten, okay, Unfälle oder beziehungsweise wie der Kater mit dem Abszess hier dann, wo die Leute natürlich dann völlig geschockt sind. Die sehen auf einmal ein Tier, das ein Loch im Hals hat und wissen natürlich gar nicht, was passiert ist. Ne? Klar, das war ein Biss, das ist unter Eiter, das hat sich infiziert, das geht dann auf, dann geht der Eiter raus und dann hast du dann offene, klaffende Wunde. Die Leute sind natürlich dann geschockt. So. Und die Situation ist natürlich so, wir sind irgendwie immer available. Ja? In unserer Situation. Du hast den Gemeindetierarzt, der hat natürlich seine Arbeitszeiten von morgens 9 bis um 5 und wenn das dann um 6 passiert, dann ist da keiner mehr. So, dann versuchen die Leute natürlich verzweifelt zu suchen oder es ist am Wochenende, dann ist da sowieso keiner, verzweifelt zu suchen, wen kann ich denn anrufen, wer kann mir helfen, ja und meine Nummer, die steht irgendwie immer dann ganz vorne. Ja, welche Kosten habt ihr und wie finanziert ihr euch? Wir haben monatliche Kosten, Futter, Katzenstreu, Tierarzt, die belaufen sich auf 3.500 € jeden Monat. So, wir kriegen eine geringe Unterstützung von der Gemeinde Lagoa, mit denen wir ein Protokoll haben. Dieses Protokoll verpflichtet uns aber auch dazu, Tiere aus dem Tierheim aufzunehmen, wenn die keinen Platz haben. So, und da sind wir verpflichtet, 50 Tiere aufzunehmen. Zusätzlich zu denen, die ich ja sowieso von der Straße aufnehme, wenn es dann halt solche Wochenendsituationen sind, wo ich es nicht über die Gemeindetierärztin laufen lassen kann, weil die dann eben im Wochenende ist. So, so leben wir von Spenden. Man kann bei uns eine Mitgliedschaft machen für 24 € im Jahr. Das wären 2 € im Monat. Dann kann man ein Tiersponsor machen, dass man sagt, ich komme hier mal zu Besuch, ich gucke mir die Tiere an und dieses Tier finde ich so toll. Ihr kriegt von mir monatlich 20, 25 € gerade für dieses Tier und dann kriegt diejenige Person dann von diesem Tier eben ein Video ab und zu und der neueste Stand, wie es ihm geht oder wenn es adoptiert ist. Ne, hier, das Tier ist adoptiert worden, bla bla bla. Informationen. So. Machen das viele Leute? Wir haben eigentlich eine sehr große mittlerweile Sponsorgemeinschaft. Ja, das ist doch schon richtig geboomt. Ja. Viele Leute, die dann eben sich auch kein Tier halten können und die einfach sagen, aber so kann ich dann trotzdem was Gutes tun. Ja, dann machen wir 2 bis 3 Mal im Jahr ein Charity-Dinner. So, dann einmal im Monat, bis auf jetzt Juli, August, da ist keiner, geht mein Mann am 4. Sonntag des Monats auf den Flohmarkt hier in Lagoa und verkauft da Sachen für uns. Das kann ganz gut ausgehen, wenn gute Leute sind. Jetzt gestern war gerade wieder einer, da war es so heiß, da war kaum jemand da, also da hat sich das dann nicht wirklich gelohnt, wenn du da dann stundenlang stehst und hast am Ende 40 € in der Tasche, ist das ein bisschen traurig. Ne? Aber gut, so. Wir versuchen alles. Wir verkaufen T-Shirts mit unserem Emblem, wie das hier ähnlich, nur jetzt sind es halt dunkelblaue. Wie ist es, wenn man eine Katze adoptieren möchte? Wie oft passiert das und wie ist dann so der Prozess? Die Leute müssen definitiv nach hier kommen, weil die Katze muss sich den Menschen aussuchen. Ich kann nicht auf unsere Webseite gehen, okay, da kann ich mir schon mal einen Eindruck holen, ja, aber ich kann nicht sagen, so, die Katze gefällt mir, die möchte ich jetzt haben.
Und er kommt dann nach hier und diese Katze guckt ihn nicht an. Ja? So, also das haut nicht hin. Ich frage die Leute vorher, was sie möchten. Und ich kenne meine Tiere hier so, dass ich im Grunde dann schon vorab sagen kann, okay, die kannst du zeigen, die kannst du zeigen und. Und dann setzen wir uns in das Haus, in das Gehege und dann lassen wir die Katze einfach gucken, auf den Menschen zukommen. Und dann muss man gucken. Das kann auch 2, 3, 4 Mal brauchen, dass man sich eben einfach mehrmals hier hinsetzt. Bis dann eben die Entscheidung getroffen ist, das Tier ist es. Dann kriegt dieses Tier eine Reservierung auf die Leute und dann fahren wir zu den Leuten. Und dann machen wir bei den Leuten einen Hausbesuch und schauen uns das Haus an, schauen uns an, ist es an der Straße, ist es mit Balkon und geben eben dann auch so ein paar Tipps, was man beachten muss, weil Leute, die gerade mit dem ersten Mal anfangen mit einem Tier oder mit einer Katze, die sind gar nicht darauf vorbereitet, dass der Kabelsalat, der da am Fernsehen liegt, vielleicht auch mal ein bisschen Risiko sein könnte, weil die Katze das unheimlich interessant zum Spielen findet. Oder dass man Lilien wunderschön findet oder ne? Die sind dann auf einmal aber giftig für das Tier, dass man an sowas eben alles denkt. Und das sind halt Sachen, die wir uns dann angucken, Tipps geben. Wir sind immer ansprechbar. Wenn also die Leute irgendwelche Fragen haben, wir sind immer da, wenn sie unsicher sind, dass wir ihnen helfen können. Und wir sind auch da, wenn es dann am Ende vielleicht dann nicht klappen sollte, dass wir das Tier dann wieder zurücknehmen. Und was allerdings nicht oft vorkommt. Ja, so. Und dann, wenn das alles über die Bühne ist, wir haben den Hausbesuch gemacht, dann bringen wir das Tier zu den Leuten. Und dann haben wir dann natürlich auch schon den ersten Eindruck von dem ersten Treffen in dem neuen Zuhause. Und das ist dann natürlich ein tolles Zeichen, wenn das Tier aus der Box kommt und dann guckt und dann Schwanz hoch und dann, wow, das ist jetzt meins. Ja, und das ist dann immer schon ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass dieses Match dann wirklich funktioniert. Das heißt dann, alle Tiere bleiben in Portugal? Hier in der Nähe? Nein, Nicht immer, nein? Nein. Ich habe also auch Katzen, die in die Schweiz gegangen sind. Wir haben Katzen, die nach Deutschland gehen, England gehen. Aber die Leute sind alle hier gewesen. Das sind Fälle gewesen, die zum Beispiel hier im Urlaub waren. Wir haben Leute gehabt, das ist ein ganz spezieller Fall gewesen, die junge Frau war mit ihrer Familie hier. Und die hatten eine Katze, die kam immer zum Apartment zum Essen. Und Pfötchen. Und dann sind die nach Deutschland geflogen. Und dann hatte sie ständig dieses Tier im Kopf. Und dann hat sie gesucht. Und dann hat sie uns gefunden. Und dann hat sie mich angeschrieben. Und hat gesagt, ich kann dieses Tier nicht vergessen. Ich werde bekloppt. Ihr habt die ganze Zeit dieses Tier, was uns jetzt da sucht und nichts mehr zu essen kriegt. Und könntest du versuchen, die zu finden? Ich sage, ja, okay, alles klar. Ne? So, und dann bin ich also mit Box und ich sage, dann musst du aber bitte in der Rezeption Bescheid sagen, weil das war eine Ferienanlage. Ich sage, dass die wissen, dass ich komme, nicht, dass ich da nachher in Trouble komme. Ne? Ja, das hatte sie wohl auch gemacht, aber keiner hat die E-Mail gesehen. Dann bin ich an die Rezeption, habe denen versucht zu erklären, was ich machen will, dass ich eben diese Tier da suche. Und dann fing die direkt an, hat die Frau ihre Katze hier gelassen? Ich sage, nein, die Katze ist von hier. Aber die Frau möchte die Katze jetzt in Deutschland haben. Ach so, naja, okay. Ich sage, sagen Sie mir bitte nur, wo Haus Nummer 20 ist. Da muss die irgendwo sein. Ja, und dann hat sie mir das beschrieben, wo die Hausnummer, also wo das Haus ist. Ich bin dann da hingefahren und sie hatte dann gesagt, wir haben immer mit dem Essen geschüttelt und Pfötchen gerufen und dann ist sie sofort gekommen. Und dann mache ich die Klappe auf, habe die Box aufgemacht, habe mir mein Futter genommen, habe geschüttelt, habe Pfötchen gerufen und wer kam an? Pfötchen. Ich habe Pfötchen gepackt, ich habe Pfötchen in die Box gesetzt, ich bin mit Pfötchen zum Tierarzt, ich habe sie angerufen, ich sage, ich habe dein Pfötchen, ich sage, ich fahre mit der jetzt zum Tierarzt, sag mir was, soll ich direkt fertig machen? Mach sie fertig. Mikrochip, alles fertig, wir haben also geimpft, fertig gemacht, auf ihren Namen direkt gechippt. Das war zur Covid-Zeit. Das heißt, sie hat dann krampfhaft versucht, einen Flug nach hier unten zu kriegen und das ging immer nicht. Ja, und wir haben es dann, sie war dann letztendlich noch, ich glaube, 3 Monate bei uns. Und dann haben wir das aber so hingekriegt, dass sie an
einem Tag gekommen ist und am nächsten Tag den Rückflug schon hatte und dann eine Nacht hier bei mir gepennt hat. Ich habe sie vom Flughafen abgeholt. Abends, wir haben noch zusammen gegessen und dann habe ich sie am nächsten Tag wieder hingebracht mit Pfötchen. Ihre Tochter, die natürlich auch immer noch Pfötchen im Kopf hatte, die hat nur gewusst, Mama ist auf einer Geschäftsreise. Die wusste also nicht, dass Mama mit Pfötchen kommt. Und da das kurz vor Weihnachten ist, haben wir das auch erst im Januar dann gepostet, weil das war natürlich keine reguläre Vorweihnachtsadoption. Das war ja schon langläufig, und 3 eine Monate ganz spezielle vorher. Geschichte. Genau, aber es war halt der einzige Flug, den sie kriegen konnte. Naja, und dann kam sie dann in Deutschland an und hat mir dieses Video geschickt, wie sie dann mit dieser Katze in die Tasche kam und dieses kleine Mädchen mit 6 oder 7 Jahren stand dann da und kriegte sich überhaupt nicht mehr ein, weil auf einmal ihr Pfötchen dann da war. Und wir haben danach dann Fotos von dieser Katze gekriegt, die wirklich im Paradies waren. Die hatten also überall Bettchen für sie und was nicht alles. Also dieses Tier hat wirklich den Lottogewinn gemacht. Wie kann man euch denn helfen? Wie man uns helfen kann? Ja gut, einmal durch Tatenkraft. Ne? Also wenn man in Portugal ist, kann man gerne vorbeikommen. Ja, und auch wenn man nur ne? Urlaub macht, man kann uns kontaktieren und kann sagen, hier, wir möchten mal einen Tag das erleben mit euch und wir möchten mal einfach einen Vormittag kommen zum Helfen. Dann kommt vorbei und wir machen das zusammen. Je mehr Hände wir sind, umso früher sind wir fertig und das ist natürlich dann für alle wieder schön. Und du kannst natürlich dann knuddeln und knaddeln mit den Katzen die ganze Zeit. Die sind natürlich happy für jede Attention, die sie kriegen. So, ansonsten, gut, man kann uns natürlich Spenden machen, klar. Und wir haben eine Möglichkeit, auch wenn die Spenden aus dem Ausland kommen. Deutschland jetzt speziell, aber auch Luxemburg, Schweiz. Wir können Spendenquittungen abgeben, die in den Ländern anerkannt sind. So, das heißt, wenn es eine größere Spende ist, da gibt es eine Spendenquittung für, die dann bei der Steuer abgesetzt werden kann. So, ja, was wir hier natürlich brauchen bei der Unmenge von Tieren, wir brauchen Katzenstreu, wir brauchen Futter. Wenn jemand uns in der Richtung helfen will, dass er einfach sagen kann, auch ich gehe mal zum Aldi und ich kaufe da jetzt mal eine ganze Palette mit Futter und ruft mich dann an und bringt uns die hier vorbei. Ja, wunderbar, ist immer willkommen. Aber dann gibt es natürlich auch die andere Sache, wir brauchen zum Beispiel auch Unmengen von Handtüchern. Wenn man hier zum Beispiel eine kleine Pension hat oder ein Hotel hat und zum Ende der Saison werden dann die ganzen Handtücher oder auch die Bettwäschesachen aussortiert, die Flecken haben, nicht mehr sauber sind oder nicht mehr sauber werden und nicht mehr für die Gäste benutzt werden können. Das stört die Katzen nicht und wir sind froh für jedes Handtuch und jedes Stückchen Tuch, was wir kriegen, um den Katzen dann hier wieder nette Betten draus zu machen. Sowas oder, ja, mein Gott. Und medizinische Sachen? Ja, medizinische Sachen. Wir haben natürlich hier auch, wir brauchen die wie heißen sie, die Latex-Handschuhe, wir brauchen Kompressen, Nadenspritzen, sowas, wenn einer Kontakte zu solchen Firmen oder was hat und da eventuell mal eine Spende machen kann, ist auch willkommen. Weil klar, ich meine, jedes Geld, was wir einsparen können und nicht ausgeben brauchen für solche Sachen, hilft uns dann wieder in eine andere Richtung. Was macht euren Platz denn so besonders? Wir haben eigentlich eine Welt intern in dieser Welt, die jetzt da draußen ist, wenn ich das mal so sagen darf, die irgendwo voller Schreckensnachrichten ist im Moment. Ob es nun Kriege und was weiß ich, Unruhen, alles Mögliche. Du darfst ja im Grunde die Nachrichten gar nicht mehr anmachen. Versteckst du dich am besten direkt. Und wir haben hier unser kleines Idyll, wo wir fern von all dem sind und wo wir zusammen lachen können, Freude haben. Und eben das immer unter dem Aspekt, wir tun was Gutes für die Tiere. Und das ist schön. Und es ist so erfüllend, die Tiere hier um dich zu haben und zu sehen, wie du ihnen helfen kannst und die Dankbarkeit, die sie dir geben können, einfach nur durch ihr Dasein, ihr Verhalten. Es ist toll. Ich bin froh, dass ich den Schritt getan habe, damals von Deutschland hier nach Portugal, um das Leben so zu leben, wie ich es nun tue. Und ja, ich freue mich, dass es so ist. Wir danken dir, Corinna, für das Gespräch und all die Einblicke in dein Leben.
Ihr leistet alle eine hervorragende Arbeit und habt unseren absoluten Respekt dafür. Wir hoffen, dass dieser Film eure Geschichte noch ein bisschen weiterträgt und so noch mehr Menschen erreicht, die euch unterstützen. Macht weiter so.